dass du und ich der Schlüssel zur Heilung dieses Planeten sind. Was wir heute tun, entscheidet, was morgen kommt. Lasst uns zusammen jeden Moment zählen! Dankeschön. Dankeschön, 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 dass ich für Hilda sprechen darf. Es ist mir eine sehr große Ehre. Diese Frau hat unglaublich viel berührt. Ein Riesenapplaus für Hilda! What do we want? When do we want it? Are we gonna fight for it? Are we gonna get it? So what do we want? Ich liebe euch. Danke. Großartig. Und jetzt kommt ein Gast, auf den ihr euch hoffentlich alle richtig doll gefreut habt. Sie ist von sehr weit her gereist. Unsere wunderbare Freundin aus Schweden begrüßt mit mir Greta! Hallo Berlin! Dankeschön fürs Kommen! Wow, so many people! I'm really delighted to see so many people. We love you! It's been a long time since I've seen so many people, wow. It's gonna take a while to get used to it. Today, we are striking all over the world, not the least here in Germany and Berlin, under the hashtag uproot the system, because that's what we want to do. And it's been a really turbulent last year and a half. This has been a time where we have been reminded of how vulnerable we are. But we have also been reminded of how fast things can change and be turned completely upside down. In some parts of the world, we have experienced what it is like to truly treat an emergency like an emergency and to change social norms. But while all this has happened, of course the climate crisis hasn't disappeared, and we have not disappeared. The concentration of CO2 in the atmosphere hasn't been this high for at least 3 million years. And 2020 was tied with 2016, the hottest year ever recorded. And recently, we've seen extreme weather events rage all around the world and taking many lives, not the least here in Germany. And if there's one other thing that this pandemic has shown us, it is that the climate crisis has never once been treated like an emergency. It is clearer than ever that no political party is doing close to enough. But it's even worse than that. Not even their proposed commitments are close to being aligned with what would be needed to fulfill the Paris Agreement. As an example, if you look at the different parties' climate policies and compare that to the CO2 budgets provided by the IPCC that will keep us below 1.5 degrees, you can see that there's a huge gap. Not one party is even close to even proposing a pathway that will be consistent with the Paris Agreement. And yes, voting is essential, but alone it is not enough. If we want to ensure a safe present and future on planet Earth, we need to be active democratic citizens and go out on the streets like we are doing today. We need to become climate activists and demand real change. Because remember, change is now not only possible, it is also urgently necessary. But when enough people demand change, then change will come. On election day or any other day, and that's why we have to continue fighting for as long as it takes. The climate crisis is an accumulative crisis. The CO2 we emit now will be up in the atmosphere for up to a millennia. It is just as much about our present and future emissions
as it is about our historic emissions. And that's why we need to have historic emissions in mind when we ensure climate justice. And while we're at it, Germany is the 4th biggest emitter of CO2 in history. For a nation of about 80 million people, that's quite an achievement. Germany is objectively one of the biggest climate villains. But we are not only stealing the future from our children and grandchildren, we are also stealing the present from the most affected people in the most affected areas. Those who are already suffering the consequences of the early stages of the climate and ecological crisis, and those who have contributed to this crisis the least. And now, as we move out of the pandemic, many are talking about using this as an opportunity for a green, sustainable recovery, whatever that means. And world leaders are talking about building back better, promising green investments and setting vague and distant climate targets in order to say that they are taking climate action. However, the fact that we are in a crisis that we cannot build, buy or invest our way out of seems to create some kind of collective mental short-circuit among the people in power. And the longer they pretend that we can solve the climate crisis within today's system, the more invaluable time we will lose. But even if we ignore that fact, when you look at we are actually investing the money that's supposed to be building back better, it shows the hypocrisy of our leaders. It turns out that the green recovery they are talking about isn't so green after all. Only 2% of government's recovery spending has been allocated to clean energy, according to IEA. And 2021 is currently projected to experience the 2nd highest emission rise ever. And according to a new report by the UN, the global emissions are expected to rise by 16% by 2030 compared to 2010 levels. Yes, you heard that right. Time and time again, the people in power show their true interests and priorities. And it is not an overstatement to say that they simply don't seem to give a damn about us. We can no longer leave this to the people in power to take care of. Yes, we must vote, you must vote. But remember that voting only will not be enough. We must keep going into the streets, and we must keep demanding our leaders to take real climate action. We must never give up. There's no going back now. But we can still turn this around. People are ready for change. We want change. We demand change. And we are the change. Thank you so much. Dankeschön. Thank you so much. Okay, Riesenapplaus. Leute, Berlin, zeigt mal, was ihr könnt. Zeigt, was ihr könnt. Gebt mal ein bisschen mehr Applaus. Okay, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Greta, auch an dich, dass du vor der Wahl nochmal gekommen bist und gezeigt hast, wie wichtig diese Wahl ist. Und das hat nicht nur Greta verstanden, das habt ihr alle hier verstanden. Und das zeigt das, weil wir heute so viele sind. Und ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen, dass ihr alle hier seid. Dass wir 2 Tage vor der Wahl klar machen, es gibt eine 1,5 Grad Grenze. Und wir alle werden dafür kämpfen, dass die eingehalten wird. Ja! Und jetzt, nach Greta, freuen wir uns auf noch eine ganz besondere Person aus unserer Bewegung hier in Deutschland. Sie hat angefangen hier zu streiten. Gemeinsam standen wir hier vor dem Bundestag vor einer langen, langen Zeit. Ich will gar nicht warten, wie viele Jahre es sind nicht so viele, aber trotzdem, es fühlt sich eine extrem lange Zeit an. Es sind extrem viele Freitage gewesen, die wir gemeinsam gerockt haben, wo wir da waren. Es waren viele Leute da, es waren wenig Leute da, aber wir haben so viel in diesem Land bewegt. Begrüßt mit mir gemeinsam Luisa Neubauer!
148. 148 Wochen streiken wir. What the fuck, Leute? What the fuck? 148 Wochen ist es her, dass wir verstanden haben, dass die Klimakrise so viel größer ist als das, was wir alle alleine machen können. 148 Wochen ist es her, dass wir angefangen haben, uns wichtig zu nehmen in dieser Krise, uns ernst zu nehmen und uns die Frage zu stellen, ganz ehrlich, wo waren wir, als es noch möglich war, so viel zu verhindern und so viel zu retten? 148 Wochen lang streiken wir und mir schlägt das Herz bis zum Hals, heute hier zu stehen, mit uns allen. Wir haben aus dem Kampf gegen die größte Krise der Menschheit die größte Klimabewegung der Menschheit gemacht, hier überall auf der ganzen Welt. Halleluja, wir schreiben Geschichte. In diesen 2,5 Jahren haben wir gelernt, dass aus Menschen Massen wachsen können und aus Massen Macht. Wir haben gelernt, dass wir eine Pandemie überstehen können, wenn wir wirklich wollen. Wir haben gemerkt, dass es hart ist, dass es manchmal zu hart ist. Und wir haben gelernt, dass die Politik zurückschnellt, wenn wir auch nur eine Sekunde nicht aufpassen. Wir haben gelernt, dass die Bundesregierung so schlechte Klimapolitik macht, dass das Verfassungsgericht eingreifen musste. Und es ist ihnen nicht mal mehr peinlich. Und wir haben gelernt, dass Widerstand Zweck hat und dass der Wandel kommen wird, und zwar von uns. Nun stehen wir hier nach einem Sommer, der politisch und ökologisch gesprochen vor allem eins war, ein Riesenabfuck. Die Klimakrise eskaliert und keine Partei schlägt Maßnahmen vor, die ausreichen würden, um die 1,5 Grad Grenze einzuhalten. Ein Sommer lang fragen Medien, was man denn nun verbieten müsste, was das denn alles kosten sollte. Und dabei ist doch die einzige Frage im Raum: Was zur Hölle fällt euch ein, nicht alles zu geben, um diese Katastrophen, die großen Katastrophen zu verhindern? Was zur Hölle? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir einen Wahlkampf erlebt, einen Sommer erlebt, den es so noch nie gab. Wir haben jede demokratische Partei dazu gebracht, sich zu Klimaschutz zu committen, 1,5 Grad aufzuschreiben. Wir haben sie programmatisch so weit getrieben, da wollten sie niemals hin. Das war möglich durch uns, nur durch uns. Wir haben die Parteien. Wir haben die Parteien dazu gezwungen, einen Sommer lang über Klimapolitik zu reden, obwohl ihre Programme überhaupt nicht ausreichen. Und das wissen sie auch selbst. Kein Wunder, dass sie dann lügen müssen, Herr Laschet. Einen Sommer lang musste sich Olaf Scholz anhören, dass sein durchgeknallter Plan, Kohle bis 2038 laufen zu lassen, zum Scheitern verurteilt ist. Einen Sommer lang haben wir der Politik vorgehalten, dass es nicht reicht, und sie wissen es besser denn je. Einen Sommer lang haben wir das Scheitern deutlich gemacht und der Klimakrise die Bühne gegeben. Einen Sommer lang haben wir mit denen gestanden, die von den Fluten, von den Bränden, von den Stürmen betroffen sind. Einen Sommer lang haben wir die Klimakrise auf die Bühne gebracht, auf der sie niemand haben wollte. Das waren wir. Und noch etwas ist passiert diesen Sommer. Wir haben die Suche nach den Ausreden beendet. Es gibt sie nicht mehr. Keine Partei kann ernsthaft Gründe vorlegen, warum etwas nicht gehen kann. Die Mehrheit für Klimaschutz ist überwältigend. Die Wissenschaft ist da. Wir sind unübersehbar. Alle Taktiken des Verzögerns sind aufgeflogen. Sowas von. Es gibt keine Ausreden mehr. Und das wissen wir alle. Auch ihr da, auch ihr da, auch ihr da.
nun für uns? Was heißt das nun für uns? Zum einen heißt das, wir kennen das Ergebnis schon, wir kennen das Wahlergebnis schon. Und es ist 1,5 Grad. Das werden wir am Sonntag da raushalten, denn da steht im Raum, 1,5 Grad ist nicht verhandelbar. Und jetzt heißt es loszulegen. Es heißt loszulegen und dafür zu sorgen, dass in der nächsten Legislaturperiode kein einziger Tag vergeht, in dem die Klimakrise aus den Augen verloren wird. Wir haben keine Zeit mehr, auf die Politik zu warten und thank Gott, das müssen wir auch nicht mehr. Denn der Weg ist frei, die Ausreden sind weg und 1,5 Grad stehen auf dem Tisch und sie gehen da auch nicht wieder runter. Und es wird hart, Leute, werden. Es wird hart werden. Wir werden 4 Jahre lang zu einer Aufholjagd antreten müssen, die wir niemals gewählt haben, die wir niemals wollten. Aber da sind wir jetzt drin. Wir werden weitergehen wollen, als wir wollen. Wir werden härter kämpfen müssen, als wir eigentlich kennen. Wir werden ins Unbequeme reingehen. Wir werden uns überwältigt fühlen. Und wir werden denken, es ist zu viel und wie soll man das denn alle schaffen? Aber wisst ihr was, Leute, wisst ihr was? An dem Augenblick, wo wir denken, es ist eigentlich zu viel, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, müssen wir weitergehen. Das ist der Augenblick, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Und wir werden die Klimakrise nicht innerhalb unserer Komfortzone lösen. Es geht einfach nicht, wir müssen raus da. Und wir machen es. Und nun stellt euch vor, wir blicken in 4 Jahren auf diesen Tag zurück, wie wir heute hier stehen, was wir heute hier geleistet haben. Und wir hier nicht alleine, sondern überall in Deutschland, überall auf der Welt. Und wir begreifen, dass das der Anfang war der klimagerechtesten Legislaturperiode überhaupt, jemals. Wir begreifen, dass das hier der Anfang einer Geschichte ist. Einer Geschichte, die wir selbst schreiben. Eine Geschichte, die geschrieben wird von Menschen, die verstanden haben, dass sie gebraucht sind. Und die gemeinsam eine Welt erschaffen haben, in der wir alle sicher leben können. Wir werden in 4 Jahren zurückblicken und verstehen, warum wir uns committed haben. Im Kampf, Lebensgrundlagen zu schützen, die Dörfer zu verteidigen, die Rechte zu wahren. Stellt euch nur vor, wir blicken auf diesen Tag zurück und verstehen, wie wichtig es war, dass wir uns in diesem Augenblick geschworen haben, alles zu geben. Denn wir wissen, wir werden nie wieder so viel schützen können, so viel retten können, wie in diesem Augenblick, wenn wir richtig loslegen. Und wir haben nichts weniger als das vor. Die Zeit rennt. Sie ist unser größter Feind. Der zweitgrößte Feind ist die Vorstellung, dass man lieber nichts tun sollte, weil wir nichts alles tun können. Aber das beides haben wir aus dem Weg geräumt und nebenbei die Ausreden. Die Wissenschaft ist da, sie ist klarer denn je. 1,5 Grad wird das Ergebnis der Wahl sein. Und die Gesellschaft ist bereit. Und ich frage euch, was zum Henker sollte uns jetzt noch aufhalten? Woran sollten wir verzagen? Was sollte uns davon abhalten? Was sollte uns ermutigen? Was sollte uns die Hoffnung nehmen? Wir sind doch alle hier. Wir sind die Hoffnung. Wir sind und wir haben alles, was wir brauchen, um jetzt loszulegen. Eine klimagerechte Welt ist nicht nur möglich, sie ist nötig. Eine ehemalige Kanzlerin hat mal gesagt, wir schaffen das. Und ganz ehrlich, Leute, darum geht es schon längst nicht mehr. Denn hier, heute, in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt, sagen wir deutlicher denn je, wir machen das. Komme, was wolle. Klimagerechtigkeit ist nicht nice to have. Es ist die Zukunft, die wir bauen werden. Hier, heute zusammen.
5 Grad hat die Wahl gewonnen. Was zum Henker sollte uns jetzt aufhalten? Und in 4 Jahren werden wir zurückblicken. Und es wird sich gelohnt haben. Das wissen wir mehr denn je. Was sollte uns aufhalten? Wir machen das. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Vielen Dank, Luisa. Einen großen Applaus auch nochmal von euch. Damit sie sicher die Treppen runterkommt. Super. Großartig, großartig, großartig. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Dankeschön. So, bevor gleich nochmal was kommt, also ganz kurze Ansage. Marlene de Stefano ist aufgefunden worden ohne Eltern. Falls ihr die Eltern seid, meldet euch bei den Leuten mit den Westen. Das war jetzt ein richtiger Downer. Aber das Programm ist in vollem Gang. Es macht richtig Spaß mit euch, mit allen, die hier sind. Und wir freuen uns jetzt als nächstes schon wieder auf einen ganz, ganz besonderen Gast hier bei uns bei Fridays for Future. Es ist nämlich Clouseau. Ein Riesenapplaus für Clouseau. Er kam in der schwierigsten Zeit zu uns, mitten in der Pandemie, am 24.04. bei unserem globalen Streik, als da, wo ihr standet, 10.000 Pappschilder auslagen, die für euch demonstriert haben. Da wart nicht ihr hier, aber da waren die Schilder da. Und damals haben wir einen Livestream gemacht, da war er dabei und seitdem begleitet er uns, spielt immer wieder. Wir sind ihm dafür unglaublich dankbar. Ich hoffe, ihr auch. Also ein Riesenapplaus für Clouseau! Geht's euch gut? Alles gut bei euch? Sorry, ich wusste nicht, wie laut ich bin, Entschuldigung. Es ist der Wahnsinn, euch zu sehen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist eine Ehre für uns, hier zu sein. Ich muss sagen, ich habe eine Erkältung bekommen, bin ein bisschen heißer. Ich sage das nur, weil ich selber gespannt bin, wie viele Töne da rauskommen. Aus meiner Stimme. Ich möchte einen Song spielen. Wenn ein Mensch heißt der Song. Ich habe noch keinen Sound davor jetzt. Neben mir Antonio Lucaccio aus Leipzig, bitte Applaus. Und DJ Buchholder. Ist ein Song aus meiner Kindheit, von den Pudis, Wenn ein Mensch. Merci, Dankeschön.
Der nächste Song heißt Achterbahn. Habt ihr Bock, euch zu bewegen? Wie sieht das aus? Sodass sie auf mich super ist viel Geld, schreibe Eltern wollen Enkel haben, die sie auf ihren Schenkeln tragen, sicherstellen, dass es weitergeht. Ich sag hallo, mit dem Fuß auf der Achterbahn. Und ich fühl mich gut, denn es fühlt sich so gut an.